Ein neuer Sonntag bei Künstlerstreich. Guten Morgen, hallo ihr Lieben. Ja, letzte Woche ist etwas passiert, womit ich gar nicht so gerechnet hatte. Es gab kein neues Video, das war klar. Aber trotzdem fand ja unser Chat statt und dieser gemeinsame Start war so unglaublich lebendig. Also immer wieder hat die eine oder der andere irgendeinen Gedanken in die Gruppe geschmissen sozusagen oder eine neue Frage eingebracht und daraus entstand einfach so ein lebendiger Austausch in dieser Community. Also ihr habt euch gegenseitig unterstützt, ihr habt Erfahrungen miteinander geteilt, Fragen beantwortet und einfach miteinander diskutiert. Und irgendwann saß ich halt hinterm Rechner, hinterm Bildschirm und dachte nur so, ja, wie toll ist das? Genau darum ging es mir eigentlich schon immer. Also nicht nur darum, dass hier jeden Sonntag irgendein Video veröffentlicht wird, sondern einfach darum, dass hier ein Ort entsteht, an dem Kreativität Menschen miteinander verbindet. Deshalb möchte ich diese gemeinsame Zeit am Sonntag auch in den nächsten Wochen behalten, wenn ich es schaffe. Nur eben nicht immer mit einem neuen Atelierprozess, sondern ich möchte mir auch wieder hier Zeit nehmen, dass eben auch hier im Atelier neue Ideen entstehen können. Und eben nicht nur fertige Videos produziert werden, sondern neue Experimente, neue Gedanken, neue Bilder. Und genau an diesen Ideen möchte ich auch wieder euch daran teilhaben lassen. Also diese gemeinsame Zeit am Sonntagmorgen ist mir ja auch inzwischen unglaublich wichtig geworden, wie genau das eigentliche Video eben auch. Deshalb werden wir uns auch in den kommenden Wochen hier treffen können, uns austauschen können und einfach gemeinsam in den Sonntag starten. Und dafür reichen die 10 Minuten, mehr braucht es dann am Ende auch gar nicht. Und ehrlich gesagt habe ich ja das Ganze deklariert als Sommerpause, aber das Wort passt im Großen und Ganzen gar nicht so, wie es sich so anhört. Denn hier im Atelier ist es eigentlich alles andere als ruhig, außer jetzt gerade. Aber in den letzten Monaten ist halt einfach unglaublich viel Zeit in neue Kurse, in Übersetzungen, in die Weiterentwicklung von Künstlerstreich geflossen. Und das war auch alles gut und das war auch sehr wichtig und das hat einfach auch vieles dann möglich gemacht. Gleichzeitig sind aber eben auch dabei viele Ideen im Atelier liegen geblieben. Also ich freue mich jetzt einfach darauf, wieder mehr Zeit genau dort zu verbringen, wo ich sehr gerne bin und wieder zu experimentieren, von mir aus auch wieder zu scheitern, aber eben vor allen Dingen auch zu entdecken und einfach wieder mehr zu malen. Wenn du meine Videos schon länger verfolgst, dann wirst du sehr wahrscheinlich wissen, dass mich eigentlich nie nur interessiert hat, wie ein Bild entsteht. Natürlich zeige ich hier Techniken und ich erkläre auch gerne Materialien. Oder ich nehme euch auch gerne mit in meinem Malprozess. Aber das war für mich nie der eigentliche Kern. Mich interessiert viel mehr, was während des kreativen Prozesses eigentlich passiert. Und warum wir so oft glauben, alles perfekt machen zu müssen. Oder warum wir so oft auf den richtigen Moment warten. Eigentlich, warum wir uns so häufig selbst im Weg stehen und warum eine leere Leinwand manchmal viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als wir zunächst denken. Also wenn ich heute darüber nachdenke, warum Künstlerstreich überhaupt entstanden ist, dann war das nie nur eine Idee, Menschen das Malen beizubringen. Also ich wollte einfach auch zeigen, dass Kunst in dem Sinne keine Eintrittskarte braucht, dass Kreativität nichts Elitäres ist und dass jeder Mensch sich kreativ ausdrücken kann, wenn er es will. Und dass Kunst eben eine Sprache ist, die in unserer Gesellschaft einfach viel mehr Raum verdient. Eine Sprache, die Fragen stellt, die verbindet, die Mut macht und die uns vor allen Dingen auch wieder ins Tun bringt.
Und vielleicht war das schon immer das eigentliche Ziel von Künstlerstreich, eben nicht perfekte Bilder zu malen, nicht die teuersten Werkzeuge irgendwie haben zu müssen, sondern einfach Menschen dabei zu begleiten, sich wieder zu trauen, wieder anzufangen. Viele von euch begleiten mich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Also hier im Atelier sowieso, in meinen Kursen, aber auch hier auf YouTube oder einfach auch nur jeden Sonntag im Chat. In all den Jahren durfte ich viele Menschen ein Stück des Weges begleiten und ich habe immer wieder gemerkt dabei, am Ende geht es selten um Farbe. Es geht um Vertrauen, um Veränderung, um Mut, um einfach anzufangen, obwohl man das Ergebnis ja noch gar nicht kennt. Und vielleicht kennst du auch das erste Buch von mir. Damals wollte ich vor allen Dingen zeigen, hier schau mal, abstrakt malen geht auch anders. Also du brauchst nicht irgendwas Tolles, sondern nimm das, was du zu Hause hast. Die Nagelbürste, den Fensterwischer, die Rettungsschutzdecke, was auch immer. Und das war mir damals unglaublich wichtig und ist es mir auch heute noch. Aber in meinem neuen Buch jetzt zum Beispiel gehe ich noch einen Schritt weiter. Es geht halt nicht mehr nur darum, wie wir malen. Es geht vielleicht um die Erlaubnis, überhaupt anzufangen. Um den Satz, einfach machen, ja, immer wieder. Und zwar jetzt, mit der Stimmung, die du gerade fühlst. Und mit dem, was gerade da ist. Vor allen Dingen mit dir. Und genau dieser Gedanke begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und ich glaube, dass wir uns diese Erlaubnis immer wieder selbst und manchmal eben auch gegenseitig geben dürfen. Und das findet ja hier statt. Deshalb möchte ich die Sonntage künftig vielleicht ein Stück weiter öffnen sogar. Also natürlich wird es weiterhin Atelierprozesse geben. Natürlich nehme ich dich immer wieder oder euch gerne beim Malen mit. Also ich hole euch immer wieder sehr gerne da ab und zeige meine Prozesse. Aber zusätzlich möchte ich mit euch über all die Dinge sprechen, die hinter der Malerei liegen, über Kreativität, über die Zweifel, über die Veränderung, über den Mut, einfach anzufangen. Und vor allen Dingen über Kunst als Sprache, über das, was uns bewegt. Und vielleicht wird das manchmal hier sogar irgendwie sowas sein wie ein Podcast, fällt mir jetzt nur gerade spontan ein. Also vielleicht wie ein Gespräch bei einer Tasse Kaffee hier im Atelier. Den Gedanken fand ich schon immer so wunderschön. Oder wie ein kleiner Denkraum hier eben am Sonntagmorgen. Ein Ort, an dem wir gemeinsam Gedanken sammeln, Fragen stellen, und vielleicht mit einer neuen Idee in die Woche starten. Aber eben ohne Hektik, ohne Druck oder sonst irgendwas, ohne auch lauter werden zu müssen. Einfach Zeit für Gedanken und ich denke, genau dafür steht Künstlerstreich. Also vielleicht malen wir in Zukunft nicht jeden Sonntag gemeinsam ein Bild, aber ich hoffe, dass wir uns hier Sonntag gemeinsam einen Gedanken mitnehmen können, der in uns etwas bewegt. Denn genau darum geht es für mich bei Künstlerstreich. Nicht eben nur tolle Bilder entstehen zu lassen, sondern Menschen wieder ins Tun zu bringen. Und ich freue mich auf dieses neue Kapitel, im Prinzip ist es das. Ich freue mich vor allem, dass ihr diesen Weg mit mir hier gemeinsam geht. Und wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich. Ich versuche das wieder möglich zu machen. Die Sonntagsvideos stehen dir weiterhin zur Verfügung. Da wird nichts hinter Bezahlschranken verschwinden. Wenn du aber tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne unter das Video gucken. Da wirst du Links finden, wo du auch Schritt für Schritt Anleitungen findest, die länger als 10 Minuten sind. Also so kann jeder selbst entscheiden, was er möchte. Schau einfach in die Videos rein, die da sind, oder guck unter das Video. Dort findest du Links auch zu anderen Videos, die eben länger sind und Schritt für Schritt Erklärungen beinhalten. Also schön, dass du hier bist. Danke für deine Zeit. Danke, dass ihr alle hier seid und Teil dieser Künstlerstreich-Community seid. Ich freue mich
total darüber und ja, ich denke, ich habe jetzt auch einen Weg gefunden, hier damit eben auch noch unsere Sonntage beibehalten zu können. Also schauen wir einfach, wie es weitergeht und ich bin gespannt. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut und ja, danke dir. Tschüss.